Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu, wenn ich Lust habe, auch schon mal andere Sachen. Heute habe ich mal wieder so ein bisschen mir überlegt, was Ganze den armen Zuschauer mal wieder antun. Und zwar hatte ich so überlegt, ich habe mal wieder ein bisschen Restematerial rumliegen gehabt. Und da mache ich mir ja immer schon mal wieder einen Kopf, was man da so alles draus machen kann. Jetzt hatte ich mir überlegt, ich hatte noch ein bisschen 16er Matte übrig, also 16 mm Matte. Und noch so ein bisschen andere Reste. Jetzt dachte ich mir so, was machst du denn da mal wieder draus? So ein Knüppel oder sowas. Das ist ja immer so dasselbe. Ich habe mir überlegt, in dem Video heute werden wir einen Wurfhobel bauen. Also einen Hobel, Holzhobel. Kennt ja wahrscheinlich jeder. Oder meisten auf jeden Fall. Ja, das wird dann das heutige Thema sein. Wenn das Ganze euch interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann wollen wir mal wieder loslegen. Und zwar habe ich schon ein klein wenig was vorbereitet. Wie ihr seht, sind so ein paar Reststücke, die ich noch hatte. Die habe ich dann auf dem Maß zusammengesäbelt, wo ich denke, dass ich das da gebrauchen kann. Habe auch schon so ein, zwei Linien habe ich schon vorbereitet. Ich habe dann so ein bisschen mir einen Kopf gemacht, wie man den Hobel so rein optisch dann machen kann. Das wird ein relativ großer Hobel. Kann man natürlich auch kleiner machen. Das wird jetzt schon so ein bisschen hier die industrielle Größe, würde ich mal sagen. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Ich habe mir schon ein bisschen Kopf gemacht, noch nicht so richtig. Wie ihr seht, ein paar Teile habe ich schon vorbereitet. Da muss ich jetzt noch gucken, wie ich das am besten dann hinkriege. So ganz schlüssig bin ich mir da nämlich selber noch nicht so ganz. Das hier, das wird das Unterteil. Da muss ich jetzt gucken. Jetzt habe ich mir auch überlegt, der Hobel, den will ich quasi hier aus den matten Stücken machen. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten hinkriege. Ich hatte mir dann Bilder dazu mal angeguckt. Oben steckt ja dann immer dieser Holzklotz dann drin. Jetzt gucken, ist der hier. Ja, gerade ist das alles nicht, aber ist nicht so ganz schlimm. So. Ach ja, und bevor euch wundert, was ich hier habe, das ist, ich habe heute mit einem Hund gespielt. Total lieber Kerl, hätte aber riesen Krallen und ist ein bisschen kräftig. Aber ein liebes Tier. So. Wie gesagt, das hier werde ich dann als die Metallplatte, wo dann quasi der Hobel mit betrieben wird. Also das Schnitzwerkzeug. Das hier wird dann der Holzklotz. Dann habe ich mir überlegt, dass dann quasi das hier wird das Unterteil. Ich hatte mir da so ein paar Bilder mal bei Google angeguckt, was es da so gibt. Das hier wird ein relativ großer, wie gesagt. Den kann man natürlich auch deutlich kleiner bauen. Vielleicht mache ich auch wieder ein paar Versionen, mal schauen. Die zwei Teile kommen dann hier oben drauf. Das wird dann alles noch ein bisschen abgerundet und so. Das ist jetzt quasi wieder nur der Rohbau. Und dann hatte ich mir so überlegt, dass ich dann quasi das hier so schräg rein klebe. Ich denke mal so, hier das obere Teil, da mache ich noch, das werde ich ein bisschen ausschneiden. Und der Rest muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Also so ganz schlüssig bin ich mir da noch nicht so ganz. Mal gucken. Auf jeden Fall könnte man hingehen. Sehe ich gerade. Wir machen jetzt hier einfach schon mal so eine Linie. Jetzt weiß ich nicht. Machen das hier mal ein bisschen was größer. Ich bin echt noch am Überlegen, wie wir das am besten dann hinkriegen. Aber da müssen wir noch mal schauen. Das ganze Teil, das kommen wir ja hier so rein. Dann müssten wir das hier irgendwie. Ich bin mir da echt noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das am besten mache. Das kommt ja hier dann so schief rein. So. Wir machen jetzt hier einfach mal noch so eine Linie, da das Ganze ja hier ein bisschen schräg reinkommt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Hobel gebaut. Das ist bei mir quasi jetzt auch Premiere. Aber der schien mir relativ simpel. Also jetzt so rein für die Optik nur. Wie gesagt, gucken wir schon mal.
glaube, das kann man dann auch so ein bisschen so lassen. Das Schleifen muss ich sowieso noch, aber so von der Optik kommt das schon fast hin. Das glaube ich schon mal ja nicht mal so schlecht. Hier müssen wir, gut, das wird nicht ganz hundertprozentig so passen, aber das ist nicht so gut. So, dann hat das Ding hier nämlich oben noch so einen Griff gehabt. Da muss ich mal gucken. Ich bin noch am Überlegen, wie wir das am besten machen. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal hier so ein Stück. Jetzt haben wir mal ein bisschen länger und breiter, wie es nachher sein soll. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, da aus den Reststücken, die ich hier noch liegen habe, dann das restliche noch draus zusammengezimmert kriege. So. Gucken, nehmen wir das hier mal. Ja, das könnte klappen. So. Ups. Könnte ein bisschen breit werden, der Griff, aber das ist nicht schlimm. Das schneiden wir uns säbeln wir nachher noch ein bisschen zurecht, als wenn wir das dann schnitzen würden. Ich glaube, das eine Teil hätte man ein bisschen kürzer machen können. So, wir gucken jetzt auf jeden Fall erstmal von der Dicke her. Machen wir jetzt hier einfach mal so eine Linie. Weil ich habe da nämlich noch so eine Idee, wie das alles so funktioniert. Da habe ich noch keine Ahnung, aber ich probiere das jetzt einfach mal. So hatte ich mir überlegt, das Ganze, um das ein bisschen stabiler zu machen, könnte man das ja eigentlich so ein bisschen verkleben. Ne? Hat so ein bisschen was von Holzarbeiten, oder? Meine nicht? Ein bisschen wie Schreinerarbeit, nur mit Schaumstoff. So. Dann nehme ich das da jetzt einfach mal, wird das hier so drauf. Ungefähr hoffen, dass das so grob mittig ist. Und mache das einfach mal wieder nach Augenmaß. Ich könnte natürlich auch hingehen und das ganze Ding jetzt quasi da oben drauf kleben, einfach nur. Aber das ist mir jetzt mal wieder irgendwie ein bisschen zu simpel, die Lösung. Könnte man natürlich machen. Aber ich will mal gucken, wie das hält, wenn man das da so ein bisschen da einbaut. So. Das wird dann quasi so das mittlere Teil. Ihr seht, das klappt so halbwegs. Ja, bisschen, ja, ist aber okay. Unten ist nicht so wichtig, wird ja sowieso verkleblich. Hier ist das hier funktioniert, aber so im Großen und Ganzen sieht das schon mal ja nicht so schlecht aus. Also ich bin schon mal fast begeistert. So, dann können wir eigentlich schon machen. Das Ganze ein bisschen legen. So, das Ganze habe ich jetzt mal ein paar Minuten trocknen lassen. So, mal gucken, ob wir das Ganze hier vernünftig drauf kriegen. Das Wichtigste ist, dass hier eben die Teile übereinander passen. Gar nicht mal so übel, Leute. Das ist mal wieder was für mich. So ein bisschen was rumfrickeln, ein bisschen was rumprobieren, das mache ich ja. So, das haben wir, das haben wir. Die Sache tun wir mal hier so ein bisschen rüber. Ja, dann müssen wir das Ganze erstmal wieder ein paar Minuten trocknen lassen. Das Ganze ist jetzt so halbwegs angetrocknet. Hoffe ich auf jeden Fall.
ob wir das Ganze hier auch so bündig irgendwie drauf kriegen, aber das sieht schon gar nicht mal schlecht aus, das klappt. So. Das ist der Grundbau, das ist das Wichtigste an dem ganzen Teil. Ein bisschen auf Seite, dann können wir das nämlich hier ein bisschen besser andrücken. Also das ist schon mal jetzt der Grundbau. Da muss ich zwar noch einiges ein bisschen nacharbeiten, aber im Großen und Ganzen sieht das schon mal ja nicht übel aus. So. Dann gucken wir mal, wie weit das hier ist. Das sieht auch schon ganz gut aus. Wichtig ist eigentlich nur, dass das hier unten bündig ist. Ach, jetzt hatte ich hier das hier hätte ich ja nicht mit Batex einschmieren müssen. Naja, das stimmt, kriegt ja nichts dran. Also ja, ist jetzt so. So, mal gucken. Das wird dann der Griff, der kommt dann hier so rein. Prinzipiell hätte man hinten vielleicht auch noch einen machen können. Okay. Ja. Auf dem Bild hat das Ding auch nur einen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das danach an dem Ding hier festhält. Kann natürlich sein. So. Wir könnten eigentlich schon mal kurz gucken, inwiefern das Ding jetzt hier schon so reinpasst. Ja, das ist jetzt erstmal so der grobe Grundbau. Das Ganze haben wir jetzt mal ein bisschen trocknen lassen. Dann werden wir hier jetzt noch schon mal so ein bisschen noch die Ecken ein bisschen abrunden. Und dann werden wir noch ein bisschen die Kanten brechen. Überall noch ein bisschen nachschneiden und schleifen. Davon mal abgesehen. Ich hab doch, ups, dass hier wieder was runterfällt. Wie immer. Kennt man ja. Da habe ich noch so ein paar andere Sachen. Ich habe nämlich noch einen Hobel ein bisschen nachgebaut. Wir machen das ein bisschen kleiner. Das wird sonst zu viel. Jetzt mal noch gucken, dass ich das nicht verkehrt rum mache. Ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit noch mal so ein bisschen so Hobel angeguckt. Dann hat man nämlich noch einen im Kleinmann ein bisschen nachgebaut. Zeige ich euch dann gleich. Das ist ja die große Version, sage ich jetzt mal. Sagen wir mal so die Zweihand-Version. Ich habe sogar noch die Einhand-Version gemacht. So, das sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Das ist jetzt die große Version und dann hatte ich hier noch so eine kleine Version gemacht. Da habe ich dann noch so ein bisschen mehr genauer hingeguckt. Ne? Das ist jetzt hier so die große und das halt die kleine. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen mit dem Dings Heißluftfilm drüber gehen. Ganz noch was glätten. Ja. So sehen die Teile jetzt aus. Einmal so die kleine Version, einmal die was größere. Ja, das war es dann mit dem Wurfhobel. Mal wieder ein bisschen mal was anderes gemacht. Vielleicht mal auch mal so einen ganzen Reparatursatz hier an Werkzeugsachen. Mal gucken. Mal wieder ein bisschen was Ausgefalleneres. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen und bei euren Sachen inspiriert. Dann sehen wir uns bei meiner nächsten Sachen, Projekte. Wie auch immer, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt mir treu. Wir sehen uns.